Was heißt das? Keine Ahnung. Sie haben ihn identifiziert und meine Nummer ermittelt. Haben Sie noch etwas gesagt? Nur, dass Sie sich nochmal melden, wenn Sie Neuigkeiten haben. Oder Sie nehmen uns sofort mit? Nee, nein, das werden Sie nicht. Alles gut. Was ist, wenn die herausfinden, was damals passiert ist? Das werden Sie nicht. Niemals. Hey. Wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren, okay? Bitte. Die werden denken, es war ein Unfall. Und dass Papa mit dem Auto in den Moor gefahren ist. Und warum sollten Sie das? Weil er betrunken war. Oder weil er sich selber das Leben genommen hat. Das werden Sie doch niemals denken. Doch, natürlich werden Sie das denken. Und dann wird unser Fall zu den Akten gelegt. Und wir müssen nie wieder... Olivia, hör auf, bitte. Ich muss ins Gefängnis. Nein, beruhig dich jetzt, okay? Ich muss hier raus. Elias! Hey, Elias, hey! Hey, schau mich an, alles okay. Alles gut, atme ein, bitte. Und aus. Und ein. Und aus. Geht schon. Ein. Alles gut. Ja? Was machen wir jetzt? Wir machen gar nichts. Okay? Wir warten einfach ab. Hey. Was ist, wenn die Polizei nicht glaubt, dass es ein Unfall oder ein Selbstmord war? Dann sagen wir ihnen einfach die Wahrheit. Ja? Dass es Notwehr war. Aber warum sollten die das glauben? Warum denn nicht? Naja, weil wir den Tod unseres Vaters vertuscht haben. Die werden uns auch fragen, warum wir nicht direkt zur Polizei gegangen sind. Ich weiß. Es war ein Fehler. Okay, es war ein großer Fehler. Aber wir waren jung. Und wir waren total überfordert von der Situation. Olivia, das bin ich immer noch. Hey! Hey, Wie war's in Freiburg? sehr erfolgreich. Mein Kanal und die Theo-Licht-Stiftung haben jetzt einen neuen Sponsor. Echt? Mega! Das heißt, unsere Fake-Beziehung hat dir nicht geschadet? Also eine kleine Vorwarnung, dass Schluss ist, wäre schön gewesen. Aber nein, alles gut. Tut mir leid, aber mein Outing war so spontan. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass ich dich in irgendeine blöde Situation bringen kann. Ich freue mich, dass du den Sprung gewagt hast. Das war sicher schwer für dich, oder? In dem Moment... Ich war einfach sauer, dass diese Krauting-Fans Elias angegriffen haben. Was? Ja, zum Glück nur eine kleine Schramme, aber... Ich konnte mich nicht mehr verstellen. Dann hatte die Schramme ja was Gutes. Du musst niemandem mal etwas vorspielen. Das stimmt, ja. Also, das Versteckspiel ist jetzt endlich vorbei. Und wir können jetzt auch offiziell zusammen sein. Oh, ich freue mich für euch. Wie kam denn dein Outing bei den Fans an? Also, ich habe das Video gesehen. Also die Fake-Beziehung hat mir kaum einer übel genommen. Aber die Leute waren eher sauer, dass Schwulsein in der Fußballwelt noch immer ein Problem ist. Wenn wir schon über Probleme reden, ich ziehe ja bald nach München. Ich weiß. Ja, ihr findet schon Ersatz. Ja, für den Job, aber einen guten Freund findet man ja nicht über eine Stellenausschreibung. Aber München ist doch nicht so weit entfernt. Du kommst uns dort besuchen, oder? Natürlich komme ich euch besuchen. Siehst du? Und außerdem mache ich noch beim Staffellauf in Bichlein mit. Du bist doch in meinem Team. Dasselbe wollte ich dich auch fragen. Wie jetzt? Du hast auch ein Team. Natürlich habe ich ein Team. Ja, und jetzt? Also wenn du nicht zu mir wechselst, dann kannst du auch nicht gewinnen.
Ist das so? Ja, du bist vielleicht Fußballprofi, aber ich bin der bessere Coach. Na, das werden wir ja sehen. Ja, das wären. Hey, warum wurdest du nicht von Vincent erfahren, dass du hier weiterarbeitest, bis du einen passenden Job in München gefunden hast? Sorry. Vergessen. Vergessen. Scheint sich ja richtig zu freuen, was? Es gibt da auch noch etwas anderes, das ich dir noch sagen muss. Okay. Was denn? Die Polizei hat meinen Vater gefunden. Oh, okay. Tot. Was? Mit seinem Auto Moor. Krass. Es tut mir leid. Wie geht's dir denn damit? Ich habe schon immer geahnt, dass er nicht mehr lebt, aber es ist trotzdem ein komisches Gefühl. Klar. Kann ich irgendwas für dich tun? Ich glaube, ich wäre gern ein bisschen allein. Sicher. Okay, ja. Verstehe ich. Aber schreib mir später, ja? Hey, hallo. Müssen so konspirative Treffen denn sein? Die Polizei hat mich vorhin angerufen. Und? Sie haben mich nur kurz sachlich informiert. Okay, aber sonst nichts Neues. Meinst du, die hören uns ab? Hey, bitte, werd doch jetzt nicht paranoid, okay? Die denken, es war ein Unfall oder Suizid. Ach, das wissen wir doch gar nicht. Doch. Würden die uns irgendwie verdächtigen, dann hätten sie uns schon längst befragt. Okay, stimmt ja. Ja? Aber dazu wird's gar nicht kommen. Und wenn doch, dann sagen wir halt einfach die Wahrheit. Mach dir einfach keine Sorgen. Ich versuch's. Es ist nur echt unfassbar hart, Leo anzulügen. Hast du ihm irgendwas erzählt? Nein. Elias? Er weiß nur, dass unser Vater tot aufgefunden wurde, mehr nicht. Und das hätte er sowieso erfahren. Okay. Ihm nicht die Wahrheit erzählen zu können, das fühlt sich so mies an. Hey, ich weiß. Ich musste die Sonnenwichtlers auch vorhin anlügen. Wo die so nett sind und sich einfach Sorgen um uns machen. All dieses Lügen. Wann hört das endlich auf? Hey, bald ist alles vorbei, okay? Mach dir keine Sorgen, alles gut. Versprochen. Als Mama noch gelebt hat, waren wir oft zusammen am See. Mit mir? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Doch, du warst einfach ganz klein. Ich erinnere mich daran, dass Papa einmal unbedingt einen Fisch fangen wollte und ihm dann überm Lagerfeuer zu grillen. Und er hat sogar geschafft. Er hat einen riesen Hecht gefangen, ja. Und er war so stolz auf sich selber und wollte, dass Mama unbedingt ein Foto von ihm macht. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber damals hatte sie immer diese kleine Pocketkamera dabei. Auf jeden Fall, Papa steht so da mit diesem fetten Fisch, ja. Und in dem Moment, wo Mama abdrücken möchte, fängt dieser Fisch an zu zappeln. Papa kann ihn nicht mehr halten. Und er flutscht ihm einfach zurück in den See. Lass mich raten, er ist total ausgerastet. Nein, nein. Einfach gelacht. Wirklich. Ja. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass er mal gelacht hat.
Doch. Doch, früher war anders. Als Mama noch gelebt hat, da gab es oft Momente, wo wir einfach glücklich waren. Als sie dann gestorben ist. Da hat er angefangen, sich zu filmen. Der letzte macht Abwasch. Oh Mann! Jetzt komm. Hey, willkommen zum ersten Training. Hey. Ehrlich gesagt, nicht ganz freiwillig. Doch, wir freuen uns. Lale wahrscheinlich nicht so jetzt, wo sie weiß, in welchem Team du bist. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Ach, so ein gesunder Wettkampf zwischen Freunden muss auch mal dran sein. Wahrscheinlich freut sie sich sogar, dass ich lahme Ente nicht in ihrem Team bin. Das macht die mal nicht so klein. Komm schon, dabei sein ist alles. Außerdem trainieren wir jetzt. Genau. Apropos, sollten wir nicht zu viert sein? Doch, eigentlich schon. Ah, hey. So. Ich würde morgen gerne eine Trainingseinheit machen. Passt das bei euch? Passt. Ich kann meine Arbeit eh legen, wie ich will. Und ich bin auch total flexibel. Sehr gut. Wie sieht's bei dir aus? Morgen Vormittag ist schwierig. Mir ist da was dazwischen gekommen. Frag doch Hildegard, ob sie kurz in der Küche für dich übernimmt. Ich weiß nicht, ob... Komm schon. Mann, der Lauf ist bald. Ich kann sie auch fragen. Daran liegt's nicht. Larissa und ich, wir machen morgen eine Trauungszeremonie. Ja, standesamtlich war ein bisschen formal und wir hoffen, dass es jetzt ein bisschen romantischer wird. Und das zieht sich über den ganzen Tag. Ja, zumindest habe ich Larissa versprochen, dass ich mir den Tag frei halte. Okay, meinetwegen. Wenn du danach immer dabei bist. Ja, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ja, wir geben auf jeden Fall alles. Unbedingt. Gut, auf geht's, kommt. Ist das eigentlich ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass sich die Polizei bisher noch nicht gemeldet hat? Ich habe keine Ahnung, wie lange so eine Obduktion dauert. Aber sobald die Leiche freigegeben ist, organisieren wir eine kleine Beerdigung und dann ist das Thema vom Tisch. Dann ist der Horror endlich vorbei. Hey, wie geht's dir denn eigentlich mit Leo? Wir versuchen das Thema Vater möglichst zu vermeiden. Steht halt trotzdem zwischen uns. Lässt sich nicht vermeiden. Leo macht sich Sorgen. Er merkt, dass es mir schlecht geht, aber er weiß trotzdem nicht, warum. Elias, dann musst du halt mal was verschweigen. Olivia, das tue ich die ganze Zeit schon. Ich dachte, wir haben darüber gesprochen. Hey, wir müssen einfach durchhalten, bis die Beerdigung überstanden ist. Du ziehst doch mit Leo nach München. Nutzt das als Neuanfang. Du hast es verdient, glücklich zu sein. Bitte mach dir das nicht kaputt. Danke, dass du immer für mich da bist. Klar, dafür sind große Schwestern ja da. Weiß Emilia schon Bescheid? Keine Ahnung. Ich meine, die hockt irgendwo in der Antarktis. Ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt, dir Bescheid zu geben. Stimmt. Dann weiß sie es, kann nichts tun und zerbricht sich den Kopf. So, ich habe Snacks und Getränke dabei. Cool. Dann gib mal her. Für dich? Und für mich. Das ist jetzt unfair. Was? Leo, du bist jetzt Profisportler. Du darfst keine Chips mehr essen. Warte, hallo! Ja. Keine Sorge, die kommen schon weg. Ich opfer mich. Mann. Muss ich mir das noch mal überlegen mit der Profikarriere? Was? Nein. Jetzt, wo wir so eine schöne Wohnung in München gefunden haben? Nö. Ich find's schön, dass du wieder lachen kannst. Danke. Ich habe nur ein bisschen Zeit gebraucht.
Ich muss ja erstmal ein bisschen mit einem klarkommen. Verstehe ich. Aber du kannst mit mir über alles reden, das weißt du, oder? Ich fand es schön, als du dich gemeldet hast. Ich wusste einfach nicht, was diese ganze Heimlichtuerei soll. Ich meine, ich dachte, vielleicht bin ich außen vor. Nein, sorry, manche Sachen muss ich einfach mit mir selber ausmachen. Du etwa nicht? Naja, vor meinem Outing wollte ich nicht, dass es jeder weiß, aber jetzt teile ich eigentlich alles mit dir. Ich hoffe, dass es nicht zu viel wird. Auch von dir kriege ich nie zu viel. Das freut mich. Ich will einfach nicht mehr, dass mein Vater mein Leben bestimmt. Okay. Genug gequatscht. Okay. Wegschwimmen. Hey! Da, kommst du? Ja, komm! Na, Chef, wie ist der pH-Wert? Feinstes Trinkwasser, wie nicht anders zu erwarten. Wie war's am See? Toll. Vielen Dank für die verlängerte Pause. Immer gerne. Ist ja gerade nicht so viel los. Muss man mal ausnutzen. Leider hat Katja gerade überhaupt keine Zeit für mich. Ich sag's dir, genieß deine Zeit mit Leo, bevor er dann in München im Trainingsstress ist. Naja, nächsten Monat werde ich auch ein bisschen mehr zu tun haben. Warum? Gibt's neue Anmeldungen für die leerstehenden Boxen? Nee, es gibt nicht mehr Pferde, aber weniger Stallburschen. Wusstest du das gar nicht? Was denn? Will jemand von den Jungs aufhören? Die Verträge von Michi und Josef wurden nicht verlängert. Kann nicht sein. Doch. Die hatten heute einen Termin mit der Geschäftsleitung, die sind raus. Sorry, ich muss noch mal los. Hey, was gibt's? Hallo. Geht's dir gut? Ja, ich habe mich vorhin mit Leo getroffen. Das war echt schön. Schön, es freut mich. Dann habe ich aber erfahren, dass 2 Kollegen vom Gestüt jetzt entlassen wurden. Der Fürstenhof muss massiv sparen. Hm. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Beim Housekeeping wurden auch 2 Stellen gekürzt. Betrifft es dich auch? Nee. Gibt's was anderes? Hat die Polizei angerufen? Warum hast du mich herbestellt? Olivia, sag. Der Autopsiebericht hat ergeben, dass Papa nicht beim Unfall im Moor gestorben sein kann. Dass er davor schon tot war. Unfall und Suizid sind ausgeschlossen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Gewaltverbrechens. Wenn die Polizei jetzt anfängt zu ermitteln, dann werden sie uns doch befragen. Meinst du, die ahnen was? Nein, warum sollten sie uns denn überhaupt verdächtigen? Ja, keine Ahnung. Vielleicht, weil sie irgendwelche Spuren finden? Aber dann hätten sie uns doch schon längst vorgeladen. Kann ja noch passieren. Olivia, gib's zu. Du glaubst das doch auch. Okay, ja, wahrscheinlich werden sie uns befragen. Aber Ja, was? Aber das heißt immer noch nicht, dass sie irgendwas gegen uns in der Hand haben. die haben mittlerweile solche krassen Möglichkeiten. Die können Sachen finden. Die wir noch nicht mal kennen. Der Wagen lag seit Jahren im Moor.
Okay, und überall sind unsere Fingerabdrücke dran, weil es unser Familienwagen war. Ja, es geht aber nicht nur um diese Fingerabdrücke. Wir hätten damals anders reagieren sollen. Okay, mein Gott, wir hatten halt Panik. Aber wir hätten direkt zur Polizei gehen sollen und sagen, dass es Notwehr war. Ah, okay. Das ist jetzt meine Schuld. Nein, nein, natürlich nicht. Wir müssen einfach damit leben und abwarten, ja? Aber das lief doch super. Ich meine, wenn Sie wollen, dann können Sie sich heute Abend noch ein bisschen dehnen. Dann ist der Muskelkater morgen nicht ganz so schlimm. Das will ich hoffen. Bis morgen. Bis morgen, ich freue mich. Ja, danke. Tschüss. Hallo. Auch sie sah ja zufrieden aus. Warum sollte sie nicht? Na, weil sie vielleicht lieber bei mir gewesen wäre. Davon träumst du, oder? Mhm. Und wie läuft's mit deinem Elite-Team für den Staffellauf? Ja. Das klingt ja großartig. Naja, das Team hat durchaus Potenzial. Potenzial, ja? Ja. Aber wir müssen halt noch ein bisschen zusammenwachsen. Okay. Naja, Fanny, Marlon und Kilian in einem Team, das ist nicht die beste Kombi, wie ich erfahren habe. Ja, das könnte stimmen. Ah, du musst sie einfach an ihrer sportlichen Ehre packen. Du bist doch ein prominenter Fußballer. Jetzt übertreib mal nicht. Nein, aber du bist ja wirklich weit über die Regionalliga hinaus bekannt seit deinem Outing. Ja, aber selbst wenn, das interessiert die drei doch nicht. Ja, aber mein Kanal geht durch die Decke, seit ich unsere Geschichte erzählt habe. Und jetzt fehlt die Geschichte aus deiner Perspektive. Ja, du hast einen Profivertrag, hast dich geoutet. Die Leute wollen deine Geschichte von dir hören, Leo Neubach. Ja, aber ich möchte ja durch meine Fähigkeiten als Torwart bekannt werden. Ja, aber du würdest so vielen Leuten Mut machen, denen es ähnlich geht wie dir vor deinem Outing. Und so ein Vorbild hätte dir doch auch geholfen, oder? Ja, stimmt schon. Ja, siehst du, und besser ich interview dich, als wenn irgendjemand irgendwas über dich schreibt, was sowieso nicht stimmt. Also, Ja, okay. das wird super, ich verspreche es dir. Ja, und jetzt möchte sie mit mir als Vorbild ein Interview machen. Ah, okay. Und was willst du machen? Ja, ich denke schon. Leo, ich dachte, du wolltest immer dein Privates aus der Öffentlichkeit raushalten. Ja, schon, aber Lala hat gesagt, ich könnte damit anderen vielleicht Mut machen. Und vielleicht ist es ja wirklich gut, darüber zu reden. Oder findest du nicht? Doch. Ist cool. Und außerdem freut sich Lale. Ich meine, ihr Vlog-Kanal ist inzwischen wieder richtig erfolgreich. Ist doch gut. Du findest das blöd, oder? Nee, sorry. Ich finde es wirklich gut. Okay. Bist du mit deinen Gedanken vielleicht woanders? Ja, bei meinem Vater. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Was? Genaueres weiß ich nicht. Olivia hat mit der Polizei telefoniert. Haben sie denn gesagt, ob irgendjemand verdächtigt wird? Aber sie werden uns sicher bald befragen, ob wir etwas wissen. Naja. 1, 2 Fragen werden sie bestimmt stellen, das müssen sie. Aber mach dir deswegen keine Sorgen, ja? Es werden vielleicht auch Freunde und Verwandte verdächtigt. Quatsch. Komm schon, als ob ihr Mörder wärt. Ich meine, so wie dein Vater drauf war, hatte er bestimmt 1, 2 Feinde, oder? Leo, lass uns gehen, ja? Hey. Außerdem, wenn ihr wisst, was wirklich passiert ist, vielleicht könnt ihr damit ja viel besser abschließen, oder? Ich
bin auf jeden Fall für dich da, ja? Ja, ihr kennt ja Leo als meinen Freund, aber wir waren nie zusammen. Leo, möchtest du unseren Zuschauern erklären, warum wir eine Beziehung vorgespielt haben? Ehrlich gesagt, weil es mir einfacher erschien, sich hinter der Story zu verstecken, als die Wahrheit zu sagen. Wieso hast du dich nicht als schwul geoutet? Naja, weil ich schon immer Fußballprofi werden wollte und da outet man sich nicht. Also, ich hab's gemacht in Australien, aber die Reaktion war noch eigentlich nur negativ und ich hatte einfach Angst, dass das hier genauso wird. Und was waren das für negative Reaktionen, wenn ich fragen darf? Ich wurde gemobbt und ausgegrenzt. Sogar so sehr, dass ich schon fast mit Fußball aufhören wollte. Ja, dass es heutzutage immer noch ein Riesending im Fußball ist, das ist traurig. Ist es ja, aber deswegen rede ich ja jetzt auch. Ja, du hast dich ja jetzt dafür entschieden, die Wahrheit zu sagen. Warum? Weil ich jetzt einen Freund habe und ich liebe ihn und ich möchte das auch offen mit ihm ausleben können und mich nicht mehr verstecken müssen. Das war sehr mutig. Danke, aber ich konnte gar nicht anders. Ich möchte nicht mehr lügen und verleugnen, wer ich wirklich bin. Ja, als wir ein Paar gespielt haben, durfte ich ja auch nicht ehrlich zu den anderen sein. Und das war schrecklich, von daher weiß ich, wie du dich fühlst. Ja, diese ganze Lüge, das fühlt sich irgendwann an wie ein Gefängnis, in das man sich irgendwie selber reingesteckt hat. Das verstehe ich sehr gut. Wie kam denn dein Outing an? Also wie waren so die Reaktionen? Überwiegend positiv, vor allem von der Mannschaft. Klar, es gab blöde Sprüche, hässliche Kommentare. Ja, Idioten gibt's ja überall. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja, ich auch. Und etwas Positives hatte unser Schauspiel. Wir sind richtig gute Freunde geworden. Das stimmt, ja. Also Leute, wenn ihr Fragen habt oder einfach mal darüber reden wollt, dann schreibt bitte in die Kommentare. Ja, und falls ihr irgendjemanden kennt, der sich vielleicht auch outen möchte, dann schickt es ihm gerne. Genau, also bleibt stark. Und ehrlich, vor allem mit euch selbst. Bis dann. Tschüss. Ich glaube, ich fühle mich gerade ein bisschen, wie sich Leo vor seinem Outing gefühlt hat. Naja, mit unserer Geschichte. Ich bin auch wie in einem Gefängnis. Naja, okay, aber ist schon doch ein bisschen anders, oder? Ich meine, Leo konnte nicht das Leben leben, was er wollte. Kenn ich das? Wenn ich der Liebe meines Lebens noch nicht einmal die Wahrheit sagen kann? Ich meine, ich habe nichts verbrochen, das war Notwehr. Natürlich war das Notwehr. Warum müssen wir dann immer noch darunter leiden? Weil wir uns damals dafür entschieden haben. Und dabei müssen wir halt jetzt bleiben. Hey! Und? Hast du den Livestream von Lado mir gesehen? Fand ich gut. Ich war auch ein bisschen gerührt. Danke. Weißt du, jedes einzelne Wort war ernst gemeint. Ich bin einfach froh, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen. Pass auf. Sonst wirst du noch ein richtiger Aktivist. Das nicht, aber es war die richtige Entscheidung, diesen Schritt zu machen. Ich bin auch sehr froh darüber, Leo. Und die Kommentare waren echt positiv. Ich meine, es gab eigentlich nur nettes Feedback. Das freut mich sehr. Aber jetzt genug zu mir. Wie geht's dir denn? Ich meine, hat die Polizei schon irgendwas zu deinem Vater gesagt? Nee, noch nicht. Aber keine Nachricht ist doch auch gut, oder? Ich meine, vielleicht haben sie ja schon eine heiße Spur und brauchen euch gar nicht. Komm, wir machen heute was Schönes, okay? Wir können ja essen gehen. Heute nicht. Okay, dann kochen wir zusammen? Leo, sei mir nicht böse, ja, aber ich glaube, ich wäre heute Abend lieber allein. Und ich würde auch gerne bei mir im Personalzimmer schlafen. Okay? Aber wäre es nicht besser, wenn du dich ablenkst? Wir zum Beispiel reden? Für mich nicht. Okay. Du weißt ja, wo du mich sonst findest. Tschüss. Bis dann.
Hey. Wie schön. Du bist ja gut drauf. Bin ich das nicht immer? Naja. Ich hab Hunger, du auch? Nein, danke. Sag mal, kann es sein, dass du gut drauf bist, weil du dich mit Vincent vertragen hast? Möglich? Ja, wir haben ein echt gutes Gespräch gehabt. Es war einfach viel in der letzten Zeit. Und ich bin im Kopf wirklich dauernd bei diesen geschäftlichen Dingen. Da kann ich Vincent schon auch ein Stück weit verstehen, dass er davon genervt ist und sich zu wenig beachtet fühlt. Naja, er hat ja auch irgendwie recht, oder? Vielleicht musst du ja wirklich mehr Zeit für euch nehmen. Ihr könnt ja mal einen spontanen Urlaubstrip machen. Ja, vielleicht. Ist eigentlich eine gute Idee. Ich glaube, Vincent fände das jetzt einen schönen Zug von dir. Ich meine, nicht nur reden und quatschen, sondern auch mal was machen. Und außerdem habt ihr die Wohnung ja bald eh wieder für euch, wenn ich nach München ziehe. Da darf ich gar nicht dran. Ich bin schon echt traurig, dass du nach München gehst. Mama, ich bin ja nicht aus der Welt. Vincent findet es auch schade. Aber klar, wir finden es beide auch richtig und freuen uns für dich und Elias. Wo ist der überhaupt? Dem macht die Sache mit seinem Vater zu schaffen. Ja, ich habe schon gehört. Die Polizei hat ihn gefunden. Ja. Und jetzt ermitteln sie, ob es vielleicht Mord war. Das ist wirklich unvorstellbar. Man kann natürlich verstehen, dass er da Zeit für sich braucht. Irgendwie komme ich gar nicht richtig an ihn ran. Er möchte heute lieber allein sein. Ist wahrscheinlich ganz schön frustrierend. Aber weißt du, das heißt ja nicht, dass er dir nicht vertraut. Du musst ihm da einfach die Zeit geben. Und ihm zeigen, dass er dir vertrauen kann. Guten Morgen. Morgen. Ich werde Leo die Wahrheit sagen. Was? Wie meinst du das? Ich werde ihm alles gestehen. Was wirklich passiert ist mit Vater. Nein. Nein, warte mal. Nein, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Leo behält das für sich. Woher willst du das eigentlich wissen? Na, weil ich ihm vertraue. Glaubst du, er geht zur Polizei oder was? Keine Ahnung, aber wir wissen nicht, was er dann macht. Leo steht zu mir. Sag mal, weißt du eigentlich, was du ihm da aufbürden würdest? Außerdem würde er euch dann mit anderen Augen sehen. Olivia, du kannst das gar nicht beurteilen. Du hast noch nie geliebt. Und du hast einfach noch nie Verantwortung übernommen, Elias. Tut mir leid. Das war gerade nicht so gemerkt. Ist okay, tut mir auch leid. Ich habe heute in meinem Personalzimmer übernachtet. Allein. Damit wird Leo sicherlich umgehen können. Ja, aber ich nicht. Ich halte diese Distanz nicht mehr aus. Aber das musst du, Elias. Es ist besser, wenn Leo nichts weiß. Nicht nur für uns, sondern auch für ihn. Hey, hier bist du. Weißt du was? Ich habe einen Job für dich. Eine wunderschöne Reitschule in München. Wie hast du das denn geschafft? Naja, das Management von Weiß Gold. Die haben ihre Kontakte spielen lassen. Das ist ja... Echt der Hammer, oder? Du bist ja mega euphorisch. Du darfst dich ruhig freuen.
Ja. Danke. Gerne. Ich habe ja auch was davon. Leo, ich wollte etwas mit dir besprechen. Du willst gar nicht mit nach München. Doch, auf jeden Fall. Das ist was anderes. Okay, worum geht's? Hat es was mit deinem Vater zu tun? Sag mal, weißt du eigentlich, was du ihm da aufbürden würdest? Außerdem würde er euch dann mit anderen Augen sehen. Elias, es ist besser, wenn Leo nichts weiß. Nicht nur für uns, sondern auch für ihn. Elias. Du kannst mir alles sagen, das weißt du doch, oder? Also, was ist los? Vertraust du mir nicht? Doch, natürlich. Es gibt was Neues von den Ermittlungen zu deinem Vater. Ermittlungsergebnisse? Nee, Okay, was ist dann los? es ist... Ich habe manchmal Angst, dass ich so werde wie mein Vater. Inwiefern? So cholerisch und gewalttätig. Was? Wo bist du denn bitte cholerisch und gewalttätig? Fass Olivia nicht an! Fass sie nicht an, hab ich gesagt! Halt dich da raus, sonst fängst du auch gleich eine. Du Schwein! Er bewegt sich nicht mehr. Elias, er bewegt sich nicht mehr! Hey, Elias. Wenn ich eins weiß, dann bist du nicht cholerisch. Gewalttätig erst recht nicht, okay? Hey, du bist nicht wie dein Vater. Hey. Ich hab's Leo nicht gesagt. Oh Gott. Ich konnte es einfach nicht. Dankeschön, das war das Richtige. Warte kurz. Jakobi, hallo? Ja? Haben Sie denn schon irgendwas herausgefunden? Klar. Ja. Kein Problem. Gerne. Ja, ich werde da sein. Wiederhören. Das war die Polizei. Sie wollen mit uns sprechen. Getrennt voneinander. Was? Ja, wir sollen aufs Revier. Also verdächtigen wir uns doch? Nee, es war ja klar, dass Sie mit uns persönlich reden können. Olivia, das ist ein Verhör. Elias, keiner außer Larissas Cousin weiß, was wirklich an diesem Abend passiert ist. Und er hat keinen Grund, uns zu verraten. Hey, wir bleiben bei unserer Geschichte. Wir waren alleine zu Hause, nur du und ich. Papa war betrunken und ist noch mal raus. Wir sind schlafen gegangen und erst am nächsten Morgen haben wir bemerkt, dass er nicht nach Hause gekommen ist. Und dann haben wir ihn als vermisst gemeldet. Ende. Wenn wir das erzählen, dann kann uns nichts passieren, okay? Hey Kilian, wann bist du da? Tut mir leid, aber ich schaff's nicht mehr. Okay, schade, dann sehen wir uns beim nächsten Training. Ich fürchte, ich krieg das nicht unter einen Hut. In der Küche fehlen mir 2 Hilfen. Das ist alles gerade viel zu viel. Warte mal, heißt das, du bist komplett raus? Leider ja. Okay, das ist schade, aber wenn es nicht geht, ich möchte dir keine Schwierigkeiten durch den Staffellauf bereiten. Eben. Und sorry nochmal. Viel Erfolg euch. Danke, schönen Tag dir noch. Dir auch. Hey! Hey! Hey. Wollt ihr so laufen? Nee, wir müssen dir was sagen. Wir machen Schluss. Mit dem Lauftraining. Ja. Witzig. Das ist kein Witz.
Wir schaffen das einfach nicht neben der Arbeit. Ja, wir können da einfach nicht zuverlässig sein, deswegen. Habt ihr euch mit Kilian abgesprochen? Nee, warum? Naja, er hat mich gerade angerufen und ist auch raus. Ach so. Ja, wenn das so ist, dann könnten wir doch nicht mitmachen. Es ist kompliziert. Oder hat euch Lale irgendwas versprochen, damit sie keine Konkurrenz mehr hat? Nein, auch nicht. Ich hoffe, du bist uns nicht böse. Nein, schon okay. Ist zwar schade, aber... Sorry. Viel Erfolg. Danke. Ja. Mach's gut. Ich verstehe aber immer noch nicht so ganz, warum du jetzt aufgeregt bist. Ich meine, ihr müsst der Polizei doch nun die Wahrheit sagen. Also sagt ihr doch einfach, was da passiert ist an dem Abend, wo ihr Vater verschwunden ist. Schon klar, Leo, aber was ist, wenn die mich ins Kreuzverhör nehmen und ich erzähle einfach irgendeinen Unsinn? Naja, aber das ist ja kein Kreuzverhör. Ihr werdet ja nicht verdächtigt. Was weiß ich. Auf jeden Fall wird's unangenehm. Okay. Dann erzählen Sie mal. Herr Jacobi. Wie war das? An dem Abend, wo Ihr Vater die Wohnung verlassen hat. Du, Leo, bitte verschon mich, ja? Naja, ob wir Sie verschonen können, das werden wir sehen. Also. Sie haben gesagt, Ihr Vater war alkoholisiert. Ja. Ja. Ja, er war betrunken. Und das wissen Sie so genau? Ja, klar. Okay, weil er es Ihnen gesagt hat, oder was? Nein, ja. Nee, ich hab's gerochen. Ich hab's an seinem Atem gerochen, wie schon so oft auch. Außerdem ist er auch über leere Flaschen im Wohnzimmer gestolpert. Mhm. Und was ist dann passiert? Dann hat er gesagt, dass er noch an die frische Luft will, weil wir ihm so auf die Nerven gehen. Und weiter? Was ist dann passiert, Herr Jacobi? Hallo? Sie müssen mit uns reden. Dann ist er zur Tür raus und hat Olivia und mich allein gelassen. Die ganze Nacht. Und das wissen Sie? Ja, also er war morgens nicht da. Okay. Und wenn er nachts zurückgekommen ist? Oder hätten Sie das gemerkt? Nein, natürlich nicht, aber was spielt das für eine Rolle? Also Olivia und ich haben gehört, wie er weggefahren ist und dann sind wir beide schlafen gegangen. Am nächsten Morgen sind wir aufgewacht und haben gesehen, dass er nicht zu Hause gepennt hat. Mhm. Naja. Klingt doch einigermaßen plausibel. Herr Jacobi. Siehst du? Geht doch. War doch gar nicht schlecht. Und die Beamten sind bestimmt nicht so streng wie ich. Also, auf dass das alles schnell vorbei ist. Danke. Cheers. Hey, Und? alles gut. Ganz harmlos. Komm. Was haben sie dich gefragt? Hey. Genau das, was wir vermutet haben, ja? Woran ich mich an dem Abend als letztes erinnern kann. Und das habe ich ihm gesagt, so wie wir es besprochen haben. Was haben sie dir geglaubt? Ja, denk schon. Olivia, woher willst du es wissen? Naja, weil sie keine Nachfragen gestellt haben. Sie haben überhaupt nur allgemeine Fragen gestellt. Also, mit wem Papa Kontakt hatte, solche Sachen. Ja, es war eine reine Routinebefragung. Hey, die machen nur ihren Job. Entspann dich. Ja, aber was ist, wenn es bei mir anders läuft? Nein, ich glaube, die haben eher Mitleid mit uns. Weißt du, in deren Augen sind wir die armen Kinder des Mordopfers. Ja, oder sie tun nur so und wiegen uns in Sicherheit. Nein, das glaube ich nicht.
Mir haben sie sogar gesagt, dass sie gerade keine heiße Spur haben. Ich hatte eher das Gefühl, dass sie uns gegenüber ein schlechtes Gewissen haben, weil sie sich verantwortlich fühlen, den Fall zu lösen. Okay? Hey, du musst wirklich keine Panik vor deinem Termin haben. Außerdem müssen Bert und Clarissa nicht alleine durch. Der Anwalt ist richtig gut. Der würde ich auch aufs Revier begleiten. Hey. Hey, na? Nimmst du jetzt alleine am Staffellauf teil? Sehr witzig. Du hast deine Laufgruppe nicht so im Griff gehabt, was? Ich habe das Team eh nur aufgelöst, damit ihr euch beim Wettbewerb nicht so blamiert. Ach so, ja klar, ihr wart ja auch die Top-Favoriten. Ja, wäre doch langweilig gewesen. Ihr hättet eh keine Chance gehabt. Ist dir dein Team deshalb weggelaufen? Schön wär's. Ich meine, dann wären sie wenigstens mal gelaufen. Hier ist einfach gute Laune, oder Hey. was? Hey. Hey. Na? Also, ich habe gute Laune. Ich habe ja auch noch ein Team. Mach dir keine Sorgen, Leo. Ich kann nächste Woche auch nicht mittrainieren. Wie bitte? Ja, ich fahre spontan in Urlaub eine Woche. Nicht dein Ernst. Doch, leider schon. Warte mal, löst sich da gerade das nächste Team? Du kannst doch im Urlaub trainieren. Das ist eher schlecht. Das ist ein Segeltörn. Toll. Ja. Ach ja, und wenn ich wieder da bin, dann habe ich direkt 2 Stallburschen weniger. Das heißt, ich werde viel weniger Zeit haben. Und dann wäre es wahrscheinlich das Beste, wenn ich einfach direkt aus dem Team aussteige. Dann kannst du direkt jemand Neuen suchen. Habt ihr euch abgesprochen? Ihr nehmt mich gerade auf den Arm, oder? Das ist total lustig. Haha. Leider nein. Tut mir leid. Mir auch. Ja, naja. Einen schönen Tag noch. Dir auch. War schön, dich zu sehen. Sag jetzt nicht. Hatte ich auch nicht vor. Hör auf so zu grinsen. Tu ich gar nicht. Frau Mantke, ich wollte mich noch bedanken. Der Anwalt hat wirklich sehr geholfen. Das freut mich. Wie war denn das Gespräch mit der Polizei? Zum Glück noch ein paar Fragen, aber ich war so aufgeregt. Es hat echt gut getan, dass er mit dabei war. Ja, es ist so ja auch schon schlimm genug. Also für Sie und Olivia. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich muss auch weiter. Klar. Danke. Herr Jacobi, tut mir leid, ich habe gerade Ihr Gespräch am Rande mitbekommen. Nur ein gut gemeinter Ratschlag. Bei einer polizeilichen Befragung ist es immer gut, einen Anwalt an seiner Seite zu haben. Auch wenn man unschuldig ist. Anwälte haben die Schweigepflicht. Worauf wollen Sie hinaus? Man kann und sollte seinem Anwalt immer die ganze Wahrheit anvertrauen. Nur so kann er die richtige Strategie für Sie entwickeln und Sie am Ende auch richtig vertreten und schützen. Glauben Sie, ich muss beschützt werden? Denken Sie etwa, ich habe was mit dem Verschwinden von meinem Vater zu tun? Das war nur ganz allgemein gesprochen. Ich wollte nur helfen, sorry. Einen schönen Tag. Gut. Dann haben wir beide endlich die Befragung hinter uns. Zum Glück hat uns Frau Mahnke den Anwalt spendiert. Das war echt nett von ihr. Aber wir zahlen sie trotzdem in Raten zu. Warum sind eigentlich so viele an unserem Fall interessiert? Warum? Wer sonst? Naja, auch dieser Massimo Foghetti. Ich traue diesem Typen einfach nicht. Echt? Ich finde ihn eigentlich ganz nett. Er hat mich heute einfach angequatscht. Er hat mitgekriegt, dass ich irgendwas mit Frau Mahnke gesprochen habe und dann kam er auf mich zu und meinte, ja, ein Anwalt sei eine sehr gute Idee, aber man müsse dem auch die ganze Wahrheit erzählen. Mhm. Weißt du was? Ich glaube, der denkt, dass wir irgendetwas zu verbergen haben. Ja, okay. Tun wir auch, aber... Ich glaube, du täuschst dich bei dem. Ich meine, er hat extra einen Freund bei der Polizei nach dem Stand der Ermittlungen gefragt. Nur um mich zu beruhigen. Und das würde er ja nicht tun, wenn er der Meinung ist, dass wir was mit Papas Tod zu tun haben. Oder, Olivia, er täuscht uns. Ja, was ist, wenn er hinter unserem Rücken mit denen gemeinsame Sache macht? Nein, sonst wären doch die Befragungen anders gelaufen. Ah, okay, da hast du recht. Ich will einfach, dass die Ermittlungen abgeschlossen werden. Ich auch.
Diese ständige Angst macht mich fertig. Hey. Hallo. Livia. Alles okay? Ja, warum? Wo warst du? Ich war am See. Mit Herrn Fogetti. Ah? Okay. Es ist nicht so, wie du denkst. Nee. Mein Schuh wäre fast in den See gefallen und ich habe versucht, den Schuh rauszuholen und dann bin ich fast in den See gefallen und Herr Fogetti hat mich in der letzten Sekunde gerettet. Hm? Wieso wart ihr überhaupt gemeinsam am See? Wir haben da unsere Mittagspause verbracht. Als Kollegen. Ich finde den Typen ja irgendwie ein bisschen komisch. Der ist auf unserer Seite. Vertraust du ihm etwa? Bist du wahnsinnig? Natürlich nicht. Aber meiner hat uns ja geholfen. Er ist echt nett. Und hilfsbereit. Und hört auch echt gut zu. Also ein richtiger Märchenprinz? Oh, Herr Fogetti, holen Sie mir noch die Sterne vom Himmel. Ach ja, und meinen Schuh aus dem Wasser. Du Der bist ist mir gerade so blöd. Nee, aber jetzt mal, Olivia, wirklich im Ernst. Ist jetzt ein Safe Space hier. Du kannst sagen, wenn du ihn unfassbar heiß findest, das bleibt bei mir wirklich, das ist gar kein Problem. Keiner hat gesagt, dass er ihn heiß findet. Ich habe nie gesagt, dass ich ihn heiß finde. Schon klar, wirklich. Denk doch, was du willst. Ja, mach ich auch. Lasst euch nicht stören. Mama, warum bist du nicht in Spanien? Zu viel Arbeit. Vincent ist allein gefahren. Okay, und wie findet er das? Willst du es wirklich wissen? Er ist natürlich stinksauer. Er geht nicht mal an sein Handy. Vielleicht hat er ja auch nur auf dem Boot mitten im Mittelmeer keinen Empfang. Ja, genau. Setz dich doch. Möchtest du was trinken? Einen Tee vielleicht? Ja, ein Tee ist vielleicht ganz gut. Hey, Vincent? Ich bin gerade bei Leo und Katja, ja. Nee, klar, kann ich morgen nachgucken, wenn ich im Stall bin. Du, ich glaube, Katja wird gerne noch mal mit dir sprechen. Vincent? Aufgelegt. Also, diesen Bücherschrank fände ich echt nice im Wohnzimmer. Ah ja, okay. Und was genau magst du da reinstellen? Weil ich sehe euch beide eigentlich immer nur mit Controllern in der Hand. Schon sehen. So, und dann habe ich mir gedacht, dazu noch diese Sofalandschaft. Oh, das ist schön. Sieht richtig gemütlich aus. Perfekt zum Chillen. Ja, oder wenn man einen Übernachtungsgast hat. Ich bin ja nur in München. Im Prinzip können wir uns immer noch jeden Tag sehen. Oh Gott, einmal die Woche reicht. Übertreib mal nicht. Das ist der Zimmermann von der Polizei. Ja, worauf wartest du? Geh dran. Jacobi? Ja, hallo, Herr Kommissar. Ich habe Ihnen doch schon alles beantwortet. Hallo, hier ist Olivia Jacobi, die Schwester. Ja, Sie wollten Informationen über unseren Vater? Naja, eher Saufkumpan als Freunde, aber ja, er hat ein paar. Nee, mein Bruder war noch zu jung, da kann ich da gar nicht dran erinnern. Ich kann Ihnen aber gerne weiterhelfen. Okay, alles klar. Gut, ich werde da sein. Danke, auf Wiederhören. Die Lampe, die mir Mama gegeben hat, die war so... Oldschool, langweilig, spießig. Ich glaube, man könnte alles sagen. Geht das nicht schneller? Ich glaube, unsere Wohnung wird toll. Solange wir sie selbst einrichten. Warte mal. Sorry, das könnte der PR-Typ sein von Weiß Gold. Der wollte mich anrufen. Hallo, Neubach? Hi, Leo, hier ist Vincent. Hey, Vincent. Hast du ein neues Handy? Nee, das ist das von Noah. Du, ich habe irgendwie nicht richtig hingeschaut und habe meinen PIN dreimal falsch eingegeben. Könntest du mir einen Gefallen tun? Klar, was gibt's denn? Ja, ich brauche den Puck.
Der ist in meinem Ordner, da steht drauf wichtig. Ist in meinem Zimmer. Kannst du mal nachschauen? Du, ich bin gerade nicht zu Hause, aber Mama müsste, glaube ich, schon zu Hause sein. Ah, schon okay, du, es eilt nicht. Komm schon, Vincent, muss das sein? Könnt ihr nicht einfach reden? Ich meine, Mama ist schon richtig fertig, weil du dich gar nicht meldest. Ich genieße erstmal meinen Urlaub. Ich brauche Abstand, dann sehen wir weiter. Und denk später an den Puck, ja? Danke, bis bald. Will er immer noch nicht? Ich hoffe nur, die beiden kriegen das wieder hin. Ich meine, bei dem, was am Fürstenhof los ist und da nur noch Liebeskummer. Mama alleine zu lassen, das gefällt mir irgendwie nicht. Ja. Geht mir mit Olivia genauso. Wenn ich erst einmal weg bin. Warum ist die eigentlich noch Single? Sie ist doch toll. Ich habe einfach verstanden, dass ich keine Beziehung führen kann. Olivia. Nee, Elias, wirklich. Wenn ich mich verliebe, dann möchte ich ehrlich sein. Und es geht gerade einfach nicht. Alles okay? Ja, ich habe gerade nur an Olivia gedacht. Sie ist echt ziemlich toll. Mehr als du dir vorstellen kannst. Wahrscheinlich hat sie einfach immer noch nicht den richtigen Typen gefunden. Ah, Herr Jacobi. Ich wollte nur kurz nach dem Rechten sehen, weil der Gestütsleiter ja gerade im Urlaub ist. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, als würde man hier auch Urlaub machen. Ich habe nur vorhin ein bisschen mit Leo wegen des Umzugs gesprochen. Verstehe. Aber machen Sie das bitte in Ihrer Freizeit und nicht während der Arbeit. Klar, sorry. Ich verstehe ja, dass Sie bald nach München gehen. Aber bitte lassen Sie Ihre Arbeit hier nicht schleifen. Nee, mache ich nicht, ganz sicher. Also ich habe ja alles im Griff. Ja? Die Boxen sehen noch nicht so aus, als wären sie schon gemacht. Nee, ich wollte zuerst das Heu wegmachen und dann... In knapp einer Stunde kommt Herr Schubert mit 2 Einstellpferden. Kümmern Sie sich bitte erst um die Boxen. Okay. Gut. Danke. Herr Fogetti, Ja? Hey? wenn Sie noch Fragen über meinen Vater haben, dann fragen Sie mich und nicht meinen Bruder. Lassen Sie Elias in Ruhe. Verstanden? Oh mein Gott. Ah, hallo? Da seid ihr ja? Ja? Die Kollegen und ich. Wir haben uns schon total Sorgen gemacht. Wir haben schon gedacht, vielleicht hattet ihr einen kleinen Verkehrsunfall. Elias, wir waren im Auto eingesperrt, okay? Massimo hat den... Massimo? Ja, sein Name ist Massimo. Massimo hat den Schlüssel auf der Motorhaube liegen lassen. Ja. Und dann sind die Türen zugegangen und wir haben uns eingesperrt und konnten nicht mehr raus. Und unsere Handys waren beim Pavillon und wir konnten niemandem Hilfe rufen. So. Du, ich habe gerade das Gefühl, so schlimm fandest du es gar nicht. Hey, das war ganz okay. Wir haben uns halt die Zeit vertrieben mit Wer bin ich? Das war ganz witzig. Und Massimo hatte wirklich eine geniale Idee. Wir haben ganz zufällig im Werkzeugkasten Ducktape gefunden und damit hat er die Scheibe langsam runtergezogen, den Schlüssel geholt und uns befreit. Du hast einen Crush? Nein. Doch. Warum? Doch, voll. Wie kommst du darauf? Elias? Nein, Also, dass er unfassbar toll ist. Das habe ich mittlerweile wirklich verstanden. Aber was macht denn diesen... Also, was findest du denn noch an Massimo Fogetti? Ich weiß irgendwie nicht, wie ich das beschreiben soll, aber er hat so eine Art. Und ich kann mich einfach bei ihm fallen lassen. Weißt du, was ich meine? Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du vielleicht mal mit jemandem glücklich wirst. Aber ist egal, was ich empfinde, das verändert trotzdem nichts. Olivia. Wir hatten das doch oft genug. Ja. Wenn ich mit jemandem zusammen bin, den ich wirklich liebe, dann will ich ehrlich sein können. Morgen muss ich mit dem Anwalt wieder zur Polizei für noch eine Befragung. Die Geschichte wird immer Teil meines Lebens sein. Und wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann will ich ihm das einfach nicht verheimlichen, weißt du? Bald hat es ein Ende. Ja. Ich weiß nicht so, ob das Sinn macht.
Ich glaube, Massimo hat eine Freundin. Was heißt, du glaubst? Naja, als wir am See waren, ja, da habe ich ein Telefonat mitbekommen. Und er hat zwar keinen Namen genannt, aber am Ende hat er gesagt, ich dich auch. Ja. Hey Sohn, ich hab dich lieb. Ich dich auch. Hey Kumpel, ich vermisse dich. Ich dich auch. Ja, fair point. Okay. Du hast es auf jeden Fall verdient, glücklich zu sein. Und vielleicht war Fritz nicht der Richtige, aber vielleicht ist es ja Massimo Fogetti. Mann, ich würde doch Leo auch gerne alles sagen, kann es aber nicht. Und trotzdem sind wir glücklich, planen eine gemeinsame Zukunft. Das mit Vater, das war ein Unfall. Und er war ein sehr böser Mensch. So wie ich finde, wir haben uns lang genug dafür bestraft. Oder willst du für den Rest deines Lebens alleine sein? Das ist ja echt mega. Das macht voll Spaß. Vielleicht sollten wir auch mal sowas machen. Ja, Joggen war gestern. Jetzt ist nur noch Tanztraining. Warte. Oh! Das kriegt besser hin. Okay. Okay, warte mal. Warte mal. Hey, und den Song haben wirklich Fritz und Lale gemacht. Ja, mit so einer App. Und die Choreo, die ist von Lale. Ach, wunderbar. Das ist ja der Wahnsinn. Warte mal. Oh, hey, Alfons. Warte. Oh. Und Alfons, hi. An dir ist echt ein Rapper verloren gegangen und dann Hildegard auch. Ein Rapper. Ja, klar, guck mal. Jetzt. Warte. Ey, die Choreo ist mega. Die Choreo. So, MC Alfons, unser Haus, Wicke Wicke. Auf Social Media wird das voller Hit. Guck mal. Ey, wann kommt das erste Album? Warte, nee, Ja, was ist? Guck mal. Die Marie. Und dann, Ach, das ist so. Gleich mal auf. Ja, warte. Ja, nee, warte, sag was. Stopp, jetzt. Ich bin wirklich stolz auf euch. Und ich weiß, ihr hattet es gar nicht leicht. Und trotz Schwierigkeiten habt ihr euch immer wieder füreinander entschieden. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Naja, und jetzt machst du den Staffellauf, dann zieht er nach München. Ach so. Ja, also nur, wenn du bis dann fertig mit deiner Rede bist. Elias. Eigentlich wollte ich euch beiden ja ein kleines Geschenk machen. Achtung, jetzt wird's voll peinlich. Na gut, wenn du keinen Bock drauf hast, dann kriegt halt nur Leo diesen wunderschönen Barwagen. Wow, ernsthaft? Ja. Der passt voll gut zu uns. Nee, Freundchen. Zu Leo. Das ist Leos Barwagen. Hast du es gehört? Also, dann kann ja der stolze neue Besitzer dieses Barwagens auch erstmal duschen gehen. Ich find's ja wirklich bewundernswert, wie hart du trainierst für den Staffellauf. Ja, aber ich gehe ja schon. Du, danke nochmal für mein Barwagen. Klar, Leo. Viel Spaß beim Duschen. Duschen. Das ist wirklich sehr lieb von dir. Gern Danke. geschehen. Hast du den neu lackiert? Mhm. Und geschliffen? Ja, das Schleifen macht man ja meistens vorm Lackieren. Ah, danke. Aber warum hast du nicht angerufen? Also, es ist bestimmt wohl schwer. Ich hätte dir beim Tragen helfen können, oder? Ach du, alles gut. Ich hatte Hilfe. Hat dir etwa ein gewisser Massimo geholfen? Das geht dich gar nicht so. Es kann auch sein, dass sie mir beim Schleifen und Lackieren geholfen hat. Ah, wirklich? Schon ein bisschen süß. Ich weiß. Egal, ich erzähle dir alles später. Ich muss leider noch mal zur Polizei. Ich habe einen Termin. Hey, alles gut. Es sind nur Fragen zu seinem Umfeld. Okay? Mach dir keine Sorgen. Wieso was? 200 Euro. Hey, na, bist du immer noch auf Möbelsuche? Wie war's? Doch keine Routinebefragung. Wir haben ein Problem. Was ist? Hat die Polizei was herausgefunden? Nee, noch nichts Konkretes. Die Ermittler machen immer mehr Fortschritte. Die wissen mittlerweile, wann der Wagen von Papa im Moor versenkt wurde. Kurz vor unserer Vermisstenanzeige. Ja, und wir haben kein Alibi für die Zeit. Und abgesehen von Papas Fingerabdrücken sind nur unsere im Auto zu finden.
heißt das? Es kann gut sein, dass sie uns bald verdächtigen. Ich wollte schon immer einen Hund haben. Dankeschön. Sehr gerne, habt einen schönen Tag. Ebenso, danke. Hätte Vater nie erlaubt. Dann haben wir irgendwann einen, wenn es möglich ist.